So, herzlich willkommen zu meinem neuen Stream. Heute ist der 23. Februar 2021. Es ist kurz vor halb. Und im heutigen Video geht es natürlich darum, wie ich mein Daytrading zu meinem Business mache. Das ist ganz wichtig. Gleich Sekunde, gleich geht's Markt. Ich habe mich verklickt, glaube ich. Ne, ist alles richtig. So. Ihr kennt das Spiel mittlerweile. Ach ja, genau. Ich höre mal ein Mikrofon. So, jetzt. So, ihr kennt das Spiel mittlerweile. Ja. Das Trading an sich funktioniert immer auf dieselbe Art und Weise. Wir brauchen einen Trend, um einen Folgetrend quasi zu haben. Das ist das bis jetzt, was wir hier haben. Ja, das ist die letzte höhere Bewegung. Auf einer größeren Ansicht. Und die Sache ist, so wie es aussieht, entweder wird der Trend runterfallen oder er bleibt so wie es ist. Doch wir haben jetzt aktuell ein riesiges Problem, weil wir haben hoch, runter und eigentlich nichts Handelbares. Ja, das ist natürlich nicht gut. Ja. Das ist natürlich absolut nicht gut, was wir hier haben. Ich mache mal 4 Punkte kurz. Ich überhaupt weiß. Ja. Okay, wenn das jetzt eine Bewegung wäre, dann könnte man tatsächlich in die Trendrichtung handeln, aber für mich sieht es tatsächlich mehr danach aus, als ob ja, es ist ein Seitwärtstrend, so oder so. So, es ist 15:30 Uhr, ich hoffe, jetzt kommt ein bisschen Momentum rein, weil, ob man es glaubt oder nicht, es ist ein bisschen, ja, es ist einfach, es sieht nach gar nichts aus, was man hier hat. Hoch, runter, wie gesagt, das ist zum Traden eigentlich nicht optimal, weil damit man es gut traden kann, braucht man auf jeden Fall einen Trend, und ohne Trend ist das ganze Unterfangen, ja, ist eigentlich nicht so wichtig, da kann man es direkt vergessen. Hey, das kann ja gar nicht sein, der Stream hat erst begonnen und schon habe ich den ersten Like bekommen. Vielen Dank. Okay. Immerhin sieht es aus, als ob... Ja, okay. Es ist noch zu früh zu sagen, dass es eine Bewegung ist. Wie gesagt, fortführender Trend ist immer noch Short. Und ich sage, die Schwierigkeit dabei ist, weil es vorführend ist. Es ist nicht gerade begonnen, weil wir wissen nicht, weil selbst wenn der Trend läuft, wie lange er läuft. Ja. Aber wie gesagt, für mich ist erstmal abwarten. Wir müssen auch mal tatsächlich einen Extrempunkt erreichen. Mit Extrempunkt meine ich, dass wir auf jeden Fall in diesem blauen Tunnel auf jeden Fall den oberen oder unteren Teil komplett durchbrechen. Weil wenn der Markt das nicht tut, ist es alles Seitwärtstrend und ob man will oder nicht, ja, lohnt sich einfach nichts zu traden. Weil weder eine Gelegenheit, noch eine Möglichkeit, gar nichts, außer pures Risiko für nichts. Ja, und das ist auf jeden Fall kein Markt, der uns Gewinne garantiert oder generell, dass wir hier gewinnen können, sicher. Ja, das schließe ich mal ganz aus. Oh, das ist schon heute, so wie es aussieht, dann den ganzen Tag. Aber auf jeden Fall seit 13:22 Uhr.
Ich habe heute geguckt, ne, so wichtige Nachrichten gibt es nicht. Auch, ja, nur ein Feiertag in Japan. Ja, deswegen, wie gesagt, umso mehr haben wir Platz oder Zeit zum Reden. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr ja eure Fragen jetzt stellen. Und ich werde sie versuchen zu beantworten. Na, auf ein Setup müssen wir, ehrlich gesagt, wahrscheinlich länger warten, bis sich eine Richtung durchsetzt, bis er aus dem Seitwärtstrend oder was auch immer das ist, ja, Abwärtstrend mit einer seitwärts kurzfristigen Trend. Solange der Markt sich dort drin befindet, wie gesagt, möchte ich nicht, will ich nicht und werde ich ja auch nicht traden. Ja, genau, ich wollte kurz hier was gucken. Genau. Ach nee. Oh mein Gott, das hätte ich jetzt nicht gedacht, ja. So wie es aussieht, wird das heute ein sehr langer Tag. Ja, das ist absolut nicht brauchbar. Das ist eine Art von Markt, wo man gewillt ist, ja, und sage extra gewillt, sehr viel Geld zu verlieren. Weil hier gibt es einen nach dem anderen Fehlausbruch. Ja, egal wo man einsteigt, das Ziel zu erreichen ist beinahe nicht möglich. Aber man wird häufig ausgestoppt und wie gesagt, ja, der Einzige, der sich darüber freut, ist der Broker. Weil man so viele Trades macht und ihm ist ja egal, ob man gewinnt oder verliert, ne? Oh, da kommt vielleicht Bewegung auf. Aber da bin ich trotzdem noch nicht sehr zuversichtlich tatsächlich. Es kann alles Mögliche sein, aber. Und das wisst ihr jetzt seit 20 Minuten das erste Mal, dass zwei hintereinander fallende Kerzen aufeinandertreffen. Davor war ja immer so hoch, runter, ja, hoch, runter, hoch. Ja. Okay. Gut für uns, der Markt hat sich bewegt. Ja, und wenn sich der Markt bewegt, ist wie gesagt, ist immer gut für uns. Man darf nicht vergessen, mal kurz hier unsere Linie, damit wir wissen, wann der letzte Tiefpunkt ist. Und wenn wir den durchbrechen, wie gesagt, bestätigt der Markt nochmal den Abwärtstrend. Und das ist einerseits gut für uns. Ja, es ist schon 15:37 Uhr, nice. In der Regel, wo wir sehr häufig, wo ich schon das Ziel meistens erreicht habe. Ja, heute ist es nicht der Fall. Aber immerhin, der Markt fällt, das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen. Das heißt, wenn ein Trend entsteht oder sich fortbildet, habe ich eine sehr gute Gelegenheit, ja, auch einen Trend zu finden, Einstieg in den Trend zu finden. Und wie gesagt, das ist Live Day Trading. Ja.
Livestream vom Daytrading. Man kann die Kurse nicht beeinflussen, man kann die Börse nicht beeinflussen, ja. Aber das, was man sehen kann, ist auf jeden Fall, wie man auf den Markt reagieren kann, wie man damit Geld gewinnt, anstatt dass man Geld verbrennt. Und das möchte ich zeigen. So, Abwärtstrend wurde bestätigt. Und das ist hier unwichtig. Das ist jetzt die aktuelle Bewegung. Ja, das hier weg. Natürlich wird jetzt, erstmal, ich bin froh, dass wir eine Bewegung haben. Und jeder, der schon länger zusieht oder zuschaut, weiß, nach einer Bewegung folgt immer eine Korrektur. Und auf diese warte ich hier gerade mal im Moment. Weil ich gucke gerade, ob ich eine Möglichkeit verpasst habe und ja, ich sehe da nichts. Also wie gesagt, da gab es keine Möglichkeit. Ja, oder die einigermaßen noch eine Möglichkeit aussieht, das ist hier. Und ja, wie gesagt, hier hätte ich wahrscheinlich 5,3, 6,3 oder 6,3. Ja, hätte ich einen Verlust gemacht. Kein Gewinn, war nicht möglich. So, aktuell eine riesige Bewegung. Ja, eine sehr steile Bewegung. Die Frage ist jetzt natürlich für mich, in die Korrektur, weil es eine Großbewegung ist, in die Korrektur oder in die Folgebewegung des großen Trends. Ja, wofür würdet ihr euch entscheiden, wenn das jetzt ein Abwärtstrend ist? Ja, auf einer großen Chart. Wir brauchen 2,5 oder 2,2 Punkte oder 2,5 Punkte. Würdet ihr riskieren, in die Korrektur einzusteigen oder würdet ihr nur mit dem Trend folgen oder spielt der Trend für euch absolut gar keine Rolle? So, jetzt mache ich das hier weg. Brauche erstmal nicht, jetzt die Bewegung groß genug. Ja, wie gesagt, außer warten. Bleibt mir nichts anderes übrig. Und das ist okay so.
glaube, manche habe ich zu früh verstocken. Dass ich den Stream, den Livestream, ne, verlassen habe. Aber andererseits, ja, man könnte es auch nicht wissen. So gut könnte es auch die Seitwärtsphase noch länger gehen. Aber jetzt haben wir immerhin eine Möglichkeit, ja. Wenigstens etwas zu traden. Wie gesagt, aktuell, na, ihr könnt mir sagen, wenn das unsere Abwärtsbewegung ist, was ist möglich? Beziehungsweise auch eine kleine Ansicht ist das hier. Ja, was ist möglich? Hey Giga, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Heute ist ja, ein bisschen komischer Tag heute, ja. Ausgestoppt. Ich bin mal fast ziemlich sicher. Ja, das meine ich. Und sprachlos macht mich das und wütend auch gleichzeitig. Ich will das gar nicht mehr sehen. Ach Gott, wie ich schwöre, es gibt nichts an der Börse oder beziehungsweise Schlimmeres als das, was der Markt gerade mit mir gemacht hat. Es gibt einfach nichts Schlimmeres. Wenn du ansteigst und das erste, was er tut, dich erstmal ausstoppen und dann natürlich läuft der Markt in die Trendrichtung. Ja, schon Ziel erreicht. Aber natürlich erstmal, Gott, ich bin wütend. Ah, Mann. Wo warst du gestern, Giga? Warst du arbeiten? Habe ich gestern nicht gesehen. Gott, ist das krass, ja. Ja, ich bin, wie gesagt, das macht mich übertrieben wütend. Dieser Umstand, wenn man eigentlich alles richtig macht und dann dennoch verliert. Ja, weil ich kann ja auch zeigen. Selbst wo ich hier eingestiegen bin, ne? Der Markt ist 2,6 Punkte gefallen, das heißt 2,2 ist unser Ziel. Aber natürlich. Das wäre jetzt so einfach, wenn er direkt durchgeht und das Ziel erreicht. Ja, das gehört dazu. Warten wir ab. Na, es war ja nicht die letzte Gelegenheit für heute.
Ja, jetzt geht es eigentlich nur darum, wieder sich zu konzentrieren. Na. Und den Markt natürlich abwarten auf die richtige Gelegenheit. Weil, ne, wie gesagt, erwartet hätte ich, ja, neues Tief ist auf jeden Fall da. Das heißt, auch hier wiederum ist der Abwärtstrend bestätigt, dass es sich fortsetzt. Die Frage ist natürlich, ja, wie weit ist geht der Trend noch? Sieht sowas wie ein Trend Change aus oder haben wir jetzt gar keinen Trend Change? Na, das war übrigens sehr unglücklich. Aber es gehört dazu und es geht weiter darum, eine Gelegenheit zu finden und die ebenfalls zu traden und davon zu profitieren. Ja. Mal ob man will oder nicht. So funktioniert nun mal Daytrading. Und heute, ja. Heute Märkte zeigen Schwäche. Ja. Nicht, ja, Schwäche weiß nicht, aber ja, es ist heute ist auf jeden Fall auch hier, wo der Markt angefangen hat, na erstmal seitlich. Das ist auf jeden Fall, muss man vorsichtig ein bisschen sein. Was ist jetzt passiert? Alles klar, ich glaube, heute ist vorbei. Das war zu viel für mich heute. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gesehen habt. Ja, ich habe keine Ahnung, was gerade abgeht. Ja, ich denke mal. Ich glaube, für heute hat sich mein Trading erledigt. Also, wie gesagt. Ja. Was auch immer hier gerade passiert ist, na, ihr könnt es quasi zurückspulen und euch mal angucken. Aber für heute ist vorbei. Na, ich bin 2 Trades minus.
Und heute, wie gesagt, eigentlich meistens muss ich schon direkt aufhören, wenn mir das hier passiert, ist eigentlich direkt vorbei, weil dann weiß ich, der Rest ist einfach nur emotionale Kack, was ich dann mache. Weil das bricht mich direkt. Und das hat mir einfach die Beine weg. Egal wie oft ich trade, aber das ist das, was mich innerlich ohne Ende ärgert. Ja, ich steige ein, er stülpt mich aus und das läuft direkt in meine Richtung. Ja, dasselbe würde mich auch nicht überraschen. Hier genau dasselbe gleich. Dasselbe Spiel. Ja, also sagt man so. Ich steige nicht mehr ein, also ist vorbei, weil ich muss das Geld jetzt schon. Wie gesagt, ich bin emotional aktuell. Könnte man sich Tag sparen, ehrlich. Eigentlich, wie gesagt, wenn sowas passiert, ich glaube, ja, dann hat sich der Stream auch erledigt. Ja, Glück, wie gesagt. Ich denke mal, ich mache. Ist blöd, ne, wenn ich vom Mikro weggehe und vom Monitor oder vom Computer und dann einfach so den leeren Bildschirm screene oder streame. Weiß nicht, ob man das sehen möchte. Aber aktuell denke ich mal. Also, es hat sich für mich erledigt. Ich glaube auch nicht, dass ich mich heute nochmal fangen kann. Gut, den Trend. Ja. Kurz vom Trend Change, ja. Hey, moin Alex. Warum ich nicht auf Twitch streame? Kein Plan. Ich habe mich vor Tagen mit YouTube arrangiert und du fragst mich sowas, warum ich nicht auf Twitch streame. Du hast auch ein Talent, an einem Tag zu kommen, weil ich vom Markt rasiert wurde. Und gerade aktuell so eine Begeisterung habe in mir. Ja. Warum fragst du, warum ich auf Twitch? Meinst du, was gibt's denn da mehr Besseres oder was gibt's da mehr? Oder wo sind die Vorteile vom Switch oder Twitch? Kann man da überhaupt über das Daytrading streamen? Ich dachte, das ist nur für Spiele. Oder nicht? Oder habe ich da was verpasst? Okay. Ja, das ist ein schöner Emoji. Hast du mehr Zuschauer? Glaubst du? Du glaubst tatsächlich, hat man auf Twitch mehr Zuschauer als auf YouTube?
Wie gesagt, ich habe mich mit Twitch gar nicht so befasst. Ich denke, auf Twitch kann man alles streamen. Ich kenne nur Twitch, so wie gesagt, für Let's Player, die etwas spielen. Und du bist der Meinung tatsächlich, dass es mit Twitch besser geht als YouTube? Ja, Sachen für Erwachsene. Ja, aber das hier. Okay. Offenbarkeit von kleinen Streamern auf YouTube ist kaum vorhanden, auf Twitch tausendmal besser. Danke mir später. Ja. Warte mal, wenn ich da hingehe, ne? Wie gesagt, das muss mir dann, oder kein Plan, dann kannst du mir dann helfen, das alles einzurichten, weil von Jahrzehnt oder so habe ich mir mal geguckt, wer da so spielt. Sogar parallel streamen auf beiden Plattformen gleichzeitig. Ja. Wenn du sagst, läuft denn bei dir gut, was würdest du denn sagen? Ist es gut bei dir? Was hast du für, wie viele Zuschauer hast du so? Ja. Das ist genau dasselbe wie hier, brauchst nicht viel einrichten. Am Anfang zumindest. Okay. Und du glaubst, ja, aber ich denke mal, das hat ja weder YouTube noch tatsächlich Twitch. Ist es nicht mehr so, dass man eher so die Zeit, wann die Leute zuschauen können und wann nicht? Weißt du, was ich meine? Es ist ja meistens von der Zeit abhängig, weil ich weiß jetzt nicht, die Zielgruppe, ich denke mal, die meisten arbeiten aktuell. Ja. Wie gesagt, ich kann es mir mal angucken. Ja, was heißt, nee, ist egal bei deinem Thema. Ich denke mal, Zielgruppe ist eine Zielgruppe, die ist egal wo. Ja, entweder gucken die Leute oder nicht, ne? Und ich denke mal, meine würde ich darauf schätzen, dass 15:30 Uhr in Deutschland keine optimale Zeit ist. Ne? Ist ja wie gesagt vom Markt abhängig, da ist ja den amerikanischen oder amerikanische Zeiten traded. Twitch. Du sagst das so gerade.
Guck mal, ich brauche Wochen, Tage, um einigermaßen hinzukriegen, dass mein Stream nicht laggt, dass mein Mikrofon nicht rauscht, dass ich in der Kamera zu sehen bin. Und dann kommst du und sagst mir, ja, bla bla, alles schön und gut, aber jetzt mach mal hier Twitch auf. Kann man, dauert das lange? Würdest du sagen, kriegt man das an einem Tag hin, dass ich da, brauche ich da einen Kanal wahrscheinlich? Ne? Ich muss mich ja registrieren und da kann ich direkt streamen wahrscheinlich. Oder brauche ich dafür noch irgendwas? Weil ich denke mal, hier im OBS, ne, meine Streaming-Plattform kann ich ja auch eiskalt einstellen, worüber ich handeln möchte. Oh nein. Oh nein. Ich verschwinde mein Potenzial. Alex, sag sowas nicht. Ey, sag mal Bescheid. Hier, lass mal reden, einfach wenn du mal Zeit hast. Aber tatsächlich jetzt nicht im 2 Stunden maximal. Was heißt das? Was 2 Stunden? Dass mein Potenzial verschwende jetzt 2 Stunden? Ach so, Einrichtung. Um das alles einzurichten. Ja, ja, dann klappt ja. Ja. Also ich denke mal, das Stream so wie hier, was du siehst, die Plattform, bla, links, rechts, oben, unten. OBS ist eingerichtet. Das Einzige, was fällt, ist tatsächlich vielleicht noch, ja. Okay. Hast du diesen Samstag oder Freitag? Nee, Freitag nicht, da muss ich ja noch streamen. Weil sonst würde ich das diese Woche auf YouTube durchziehen. Und dann dann können wir versuchen auf Twitch. Aber wie gesagt, meine Live-Zuschauer werden mich nicht vermissen. Ja. Auf YouTube meine ich jetzt. Ja, aber ich weiß ja nicht, ne? Wir werden sehen. Alles klar, Alex, dann machen wir, ne? Ich melde mich dann auf jeden Fall Samstag bei dir. Ich hoffe, deine Nummer ist nicht geändert. Ja, und wie behalte ich da den Überblick? Ich habe echt keinen Plan mehr. Ach, Kacke. Da sieht man einfach so, man wird alt und kriegt nichts mehr mit, ey. Ja, mache ich, ja. Wenn du sagst, Twitch ist die Zukunft, warum nicht? Ja, warum nicht? Ah, 24 gucken, ja, ne? Okay. Jetzt habe ich schon zweimal verfeuert. Na. Ich glaube heute mache ich keinen Sinn. Oder tu das auf YouTube. Fatou, Alter, du Hacker, ey. Ah, Mann. Ey, ich bin frustriert. Ja. Aber nicht hier, Twitch, YouTube. Na, wie gesagt, hier, das hat mich gebrochen heute. Die $100, die ganz Beginn. Nach unten, er stoppt mich aus. Direkt fällt er wie so ein Stein. Ach Gott, jetzt kommt er schon wieder. Er hat ein bisschen in Doge und BNB investiert. Was sagst du dazu? Woher soll ich wissen, was du machst? Bruder, du siehst doch, was ich mache. Gold. Gold Future. 144er Chart, 720er Chart. Doge, kein Plan, in welche Hunde du investierst. Ja, BNB, ja, denke ich mal. Beherrscht schon den Weltmarkt. Ja, großen Kurspotenzial, weiß nicht, ob ich da sehe. Also direkt, nur weil man tradet, denkt man alle so, ja, hier, ich kenne alle Aktien, alle Märkte, alles
Alles dasselbe. Ach, kacke, ich habe hier nicht weitergeklickt. BNB. Ja. Wie kommst du dazu zu investieren? Oh Gott, oh nein. Alex, du weißt, was das bedeutet, ne? Kennst du André Costolani? Ja, Dogge. Kein Plan, was es ist. Oder ist es nicht, kein Plan. Was ist das? Ist es Aktien? Ist es eine Aktie? Ist eine Hunderasse? Könnte ich auch verstehen, ey. Kein Plan, wovon du redest. Ach Gott. Ach Gott, Kryptowährungen. Bin kein Fan davon. Kenne mich da null aus. Ich sehe nur, oder beziehungsweise was immer mir auffällt, jedes Mal, wenn der Bitcoins neue Höhen erreicht, da kommen alle, die noch nie was mit dem Trading zu tun haben, plötzlich aus allen Ecken und sagen, in welche geilen Sachen sie jetzt alles investiert sind. Ja, das ist ein Phänomen der neuen Zeit, unserer Zeit. Übrigens, ich weiß nicht, ob du André Costolani kennst, er hat mal sowas gesagt. Wenn er beim Flug ist oder im Hotel oder im Flugzeug, egal wo er unterwegs ist und plötzlich kommt der Pilot, die Krankenschwester, der Rezeptionsdame im Hotel plötzlich auf ihn zu und ihm Aktien empfehlen, ja, dann ist es eigentlich immer das Zeichen, dass der Markt überhitzt ist und wir stehen vor einer neuen Krise. Sehr schwankender, labiler Markt. Glücksspielpreise, ja. Und warum hast du es nicht direkt Glücksspiel, da hast du wenigstens 50-50. Hier an der Börse hast du keine 50-50. Hier steht alles gegen dich. Ja. Auch wenn man denkt, ja, 50-50, er soll schon steigen oder fallen, was kann da passieren? Er ist auf jeden Fall nicht so. Ich kenne mich auf jeden Fall da nicht so gut aus. Ja. Aber das habe ich bin mir nicht sicher, ich glaube Doge. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das hat mir schon mal jemanden TikTok-Videos mir dazu geschickt. Ja, und da meinte er auch so, wenn du 10 Doge oder keine Ahnung, was die jetzt kosten, so. Ja, die Kästen kosten ja gerade Cents und wenn die dann irgendwann mal so wie über YouTube, Bitcoin 50.000 kostet, dann hast du irgendwie 1,2 Millionen oder so. 50 Euro bringt mich nicht um. Ah, scheiße, Mann. Oh. Ich will ja nichts sagen, aber warte mal. Ich glaube, ich habe noch keine, genau das hier. Das waren Mem, aber Mems kann groß werden. Ja. Ja, die Sache ist, wenn Elon Musk sie pusht, sie steigen nach oben. Du weißt nicht, warum sie nach oben steigen. Was macht es dir so sicher, dass wenn sie oben sind, dass du sie verkaufst? Und nicht weiter wartest, bis sie auch runterfallen, nachdem Elon Musk sie verkauft hat oder was auch immer gemacht hat. Ja? Aber das ist ja meistens das Problem. Ja, genauso wie damals. Zu Beginn der Bitcoins, wo keiner wusste, was es ist und wo sie noch irgendwie um die 30 Cent gekostet haben. Da habe ich auch noch Huni investiert. Ja, da hatte ich auch knapp 300 Stück. Ja, 100 investiert, aber ich war übertrieben fröhlich, wo ich über 1000 Gewinn damit gemacht habe, ne? Da war ich erstmal glücklich.
Natürlich jetzt wäre es was anderes, aber wann verkauft man es? Ne? Wie lange soll man warten? Da meinst du, wie, ne? Du weißt ja bei mir genauso wie du es gerade erzählt hast, ja. Juni, kein Plan, ne? Klingt heftig, mache ich mal, probiere ich mal. Ja, wenn es klappt, klappt's, wenn nicht, nicht. Und verzehnfacht mit dem Bitcoin war damals schon heftig. Ja, natürlich hätte ich nie im Leben gedacht, dass er jetzt bei 50.000 wert sein wird. Ja, mir hat die sogar nicht nur, dass ich gedacht habe, ja, mir hat einfach pure Vorstellungskraft dazu gefehlt, dass es überhaupt möglich ist. Ja, aber tun sie ja schon. Welche Leute, guck mal, ich frage dich mal andersrum. Welche Leute außer dir sollen das kaufen? Der soll nach dir nochmal nachkommen. Weißt du, was ich meine? Es gibt ja Leute, die sich damit auskennen. Also, die damit beruflich oder so Insider sind. Die kaufen ja in die Position als Erste rein, ja, so mit diesem großen Geld. Sie machen die Deals so in Hinterzimmern. Um große Summen. Ja, dann folgen etwa mal so größeres Geldkapital, bla bla, schieß mich tot, die sich am Markt informieren oder diese damit richtig auskennen. Und zum Schluss, zum Allerschluss, ne, sind immer die Laien an der Reihe. Das heißt, die irgendwo irgendwo gesehen haben, weil irgendjemand es denen empfohlen hat. Und das sind auch meistens immer die Letzten, die den Kurs pushen, weil nach denen gibt es keinen Unwissenderen, der es nochmal kauft. Dog ist wieder gerade am Boden, ja. Ich glaube auch nicht, dass der Ramaro runterkommt. Aber wer weiß, ey. Wie gesagt, um dazu zu reden, ich rede einfach nur allgemein über, ne? Über diese Art von Börsendenkweise. Ich denke jetzt nicht aktuell über Doge, weil ich, wie gesagt, ich kenne mich damit nicht aus, aber vom Prinzip her ist es eigentlich immer dasselbe. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es tatsächlich so gut sein soll, dass, ja, dass es jemand kauft. Weil selbst wenn man, wie du sagst, na, jemand aus Spaß kauft. Vielleicht hat es schon jemand aus Spaß gekauft, 5 Euro Gewinn gemacht, wieder aus Spaß verkauft. Oder wann hört der Spaß auf? Oder wann, wann bin ich glücklich? Habe ich auch schon nachgedacht. Na, habe ich tatsächlich schon mal nachgedacht. Ja, in deine Sendung zu kommen. Aber erstmal muss mir in Twitch helfen. Wenn ich auch so unter Gamern da mich profilieren will, wie gesagt, brauche ich einen Twitch-Account, weil sonst als YouTuber fühle ich mich wie so ein alter Hase, der keine Ahnung hat vom Thema. Ja, vom Markt überholt. Und dann können wir gucken, ja. Klar, warum nicht? Hey. Aber wie gesagt, du musst mein Gesicht verpixeln und meine Stimme verzehren. Weil da kommt das pure Insiderwissen raus. Warte mal so. Oh. Und dann kann meine Sendung kommen. Am Donnerstag habe ich zum Beispiel noch keinen Gast. Ah, das ist so kurzfristig. Ja. Nichts, weil, wie gesagt, weil das viel Arbeit ist oder sonst was, weil, wie gesagt, ich muss, ich bin ein alter Dinosaurier. Ich habe das, was ich mir eingerichtet habe, das funktioniert und für alles andere Sachen muss ich mich vorbereiten. Ja. Und wie gesagt, heute ist so, welchen Tag haben wir heute? Dienstag, ne? Ja.
wie funktioniert das? Brauche ich irgendwas? Oder kann ich hier meine Kamera, was ich hier habe, streamst du einfach bei dir rüber und dann geht's los, oder wie ist das? Aber wenn es nicht so kompliziert ist, welche Uhrzeit, frage ich mal andersrum. Also, streamst du auch live? Was haben wir hier? Alex? Um 9 abends oder was? Du weißt schon, da gehen wir schlafen schon. Direkt mal um 9 Uhr, Alter, bin ich schon hart. An der Grenze. Was heißt Discord? Oh mein Gott, du erzählst mir zu viele neue Sachen, Alex. Und das hier an meinem Stream und guck mal, wie du mich aussehen lässt, ey. Redest über Fachsprache, Twitch als super Plattform für Streamer. Ja, Discord für Software für Interviews. Und ich sitze einfach so aus, lächle in die Kamera und hab keinen Plan, wovon du redest, ey. So geht das nicht, ey. Kann doch 8 sein. Bruder, die Kinder gehen um 8 Uhr schlafen, um 9. Ja. Dann nochmal. Wie lange geht das? Wie lange geht deine Show? Wie lange streamst du da? Wie lange brauchst du mich? Ja, das ist die Frage aller Fragen, Alex. Das ist die Frage aller Fragen. 45, 60 Minuten. Ja, weiß ich nicht. Während der Woche schwierig. Am Wochenende wäre es auf jeden Fall praktischer. Weil während der Woche, wie gesagt, ich war je nachdem, wie das Trading verläuft. Ja. Mal so wie heute zum Beispiel, direkt beim ersten Trade. Ach, sieht man ja gar nicht. Und dass hier der erste Trade mich direkt gebrochen hat. Siehst du, das meine ich, weil Discord und alles. Weil ich glaube, das ist zu kurzfristig. Wenn du sowas sagst, ja, generell Interesse habe ich, aber nicht so kurzfristig. Weil da muss mir Discord und so alles, bis ich es installiere, weil bis ich es verstanden habe, wie es funktioniert. Ja. Ja, mit dem jugendlichen Kram, ja, da bin ich schon raus. Ja, wie gesagt, so, ne? Lass einfach so planen irgendwo mal, dass ich einfach so Bescheid weiß. Und dann können wir es machen. Aber wofür brauchst du Discord? Was ist das? Chatprogramm? Sowas wie Teamspeak, ne, glaube ich, oder nicht?
An die Zeiten, wie gesagt, sind schon längst erledigt. Schon die längst vorbei. Ja, seitdem ich die Börse für mich entwickelt habe, seitdem die Hackerei, musste zurückstärken. Außerdem verändern sich zu schnell. Jetzt kommen Handys und Smartphones und die ganze Kacke. So. Sagt man so leicht, ne? Das ist ziemlich easy. So, Alex, ich melde mich mal dann bei dir, ja? Also wie gesagt, am Wochenende, diese Woche, Donnerstag, sehr unwahrscheinlich, ich glaube nicht, ne? Dass es tatsächlich dazu kommen wird. Also vielleicht nächste Woche oder so, ja. Aber ich rufe dich sowieso noch am Wochenende, ich denke mal Samstag oder Freitagabend oder spätestens Samstag, Mittag, Nachmittag für Twitch. Ja, du kannst mir deine Hackerei, du zeigen, was du so gelernt hast vom Großmeister weg. Dann kannst du hier, wie heißt der Star Wars Meister, ne, wie heißt der? Padawan oder Miyagi oder wie auch immer der heißt. Ja. Alles klar, gut. So, ich denke mal, dann will ich auch die anderen nicht mehr, ja, auf die Folter spannen, weil wie gesagt, heute der erste Trade hat mich gebrochen, also einen zweiten Minus habe ich gemacht. Und ich möchte mich einfach nicht weiter emotional, ja, in den Markt engagieren. Das heißt, für heute ist es erstmal vorbei. Auch wenn der Markt etwas macht, wie gesagt, mein Kopf ist, oder ich bin wütend gerade und aktuell ist mein Kopf nicht fürs Trading ja, optimal ausgerichtet. Ja, wie gesagt, kleine Pause, ab morgen geht's weiter. Ich denke mal, morgen wird's auch, ja, ein neuer Tag, neues Glück ist immer besser so, als wenn ich hier emotional jetzt, ne. Wie gesagt, emotional bin ich nicht, weil ich verloren habe, sondern emotional bin ich, weil schon in den letzten Tagen sehr häufig passiert ist, ja, dass ich direkt in den Markt einsteige und das erste, was macht, mich ausstoppen, dann in meine Richtung läuft. Es passiert einfach ein bisschen zu häufig in letzter Zeit und deswegen ist es schon ein bisschen emotional und daher fühlt man sich vom Markt so ein bisschen herausgefordert, ne? So das Ego wurde ein bisschen angekratzt. Ja, Alex, hau rein. Ja, und ist daher möchte ich mich nicht mit dem Markt messen oder fetzen auch, weil da kann man nicht gewinnen. Na, weil das hätte ich sehen müssen, den Trend Change habe ich nicht gesehen. Na, weil wie gesagt, der ist mich immer noch aufgeregt hat, ich war immer noch Short fokussiert. Ja, und das ist ein bestes Anzeichen. Okay, man kann nicht mehr dem Markt klar folgen und daher ist es vorbei. So, wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Alle nochmal Daumen hoch, abonnieren klicken und natürlich, ja, die Glocke aktivieren, damit man keinen neuen Stream verpasst. Ja. Alles klar, danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Hier ist nochmal übrigens meine Sendezeit. Bis dann, bye bye.